Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, ihr Lieben. Ich bin Desiree und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Life Coach. Und dieser Kanal widmet sich der Musik und der Analyse, dem Deep Dive, könnte man sagen, der Musik, der Texte. So, und da wollen wir einfach ein bisschen genauer mal reingucken, verschiedene Perspektiven, verschiedene Möglichkeiten, Hintergründe uns anschauen. Genau. Und heute gibt es wieder ein Ren-Song, wieder in Kooperation mit Chinchilla. Genau, die beiden haben schon mehrfach miteinander zusammengearbeitet und das ist einfach ein ganz, ganz wundervoller Song, der mich jedes Mal, wenn ich ihn anschaue, anhöre, auch sehr berührt. So. Genau. Und ich möchte diese Berührung und die Gedanken, die mir dazu so kommen, mit euch teilen. Kurz noch vorneweg, bevor wir in das Video gehen. Ich würde mich total freuen, wenn ihr mir ein kleines Like da lassen würdet oder sogar den Kanal abonniert. Das hilft mir jetzt gerade im Start beim Wachstum, sodass ihr dann auch immer mehr und immer mehr Videos von mir sehen werdet. Jetzt kommt diese Woche das neue Album von NF raus, falls ihr ihn kennt. Ich freue mich schon sehr darauf und ich habe vor, auch dort dann Blind Reactions zu machen, weil tatsächlich, wenn Neues auf YouTube rauskommen sollte, dann werde ich das noch nicht kennen und dann werde ich euch auch mit auf diese Reise nehmen. Dann habe ich vielleicht nicht ganz so viele tiefe Gedanken sofort am Start, wie jetzt bei diesen vorbereiteten Sachen, aber es wird sicherlich eine emotionale Reise werden. Von daher, abonniert, damit ihr auf dem laufenden Stand bleibt, wenn ihr auch darauf Bock habt. Und jetzt lasst uns aber in das Video von How to Be Me reinschauen. I don't feel safe in this bed. There are voices in my head. I've been talking to the dead, and the fear baptized me. My kingdom turned to dust, and I watched all my riches rust. Have I lost the Midas touch, or do sad eyes blind me? Over and over we go, over the hills and the valleys below. Oh, and it follows me home, and it suffocates me. Entschuldigt, dass ich diese wundervolle Harmonie einmal unterbreche. Wir können gleich auch noch mal ein bisschen zurückspulen. Wundervoll, wie die beiden miteinander singen, diese Abgestimmtheit, diese Melodien, die sie zusammen kreieren, ne? Wie die Stimmen einfach so gut miteinander harmonieren. Ren hat, glaube ich, auch irgendwann mal gesagt, dass Daisy mehr oder weniger so seine musikalische Seelenverwandte ist. So. Und das sieht man hier sehr, sehr gut in diesem Video, finde ich. Wahnsinn. Und es ist ein Live-Auftritt. So, da muss man einfach, da muss die Chemie stimmen. Ne?
Genau, aber lasst uns auf den Text eingehen. Wie immer, meine Notizen. Soweit ich es weiß, ich weiß nicht ganz so viel tatsächlich über den Song, aber ich weiß, dass es unter anderem um Joe geht. Joe ist ein guter Freund von Ren gewesen, der sich sehr früh das Leben genommen hat. Und das hat natürlich einen großen Impact auf Ren gehabt. Und er hat auch mehrere andere Songs zu dem Thema geschrieben, für Joe und zur Verarbeitung von dessen Tod. Falls ihr sie noch nicht kennt. Ich werde sie auch nochmal unten in der Beschreibung verlinken. Es ist einmal Freckled Angels, Suicide und For Joe. Alles sehr bewegende und sehr wundervolle Lieder. Genau, aber der eigentliche Text. I don't feel safe in this bed. Voices in my head. Talking to the dead. Jetzt sehr grob reduziert, ja. Aber diese Stimmen, die er hört und mit denen er auch spricht, ne, da könnte man jetzt erstmal ganz klar sagen, wahrscheinlich spricht er mit Joe. Ich weiß gar nicht, ob es nicht auch noch andere Tode in Rens Vergangenheit gab. Ich weiß, dass er auf jeden Fall auch selbst mit Suizidgedanken zu tun hatte. Genau, aber wenn wir jetzt erstmal von Joe sprechen, ja, dann ist so ein bisschen die Frage, was sind das für Gespräche? Gerade nach so einem einschneidenden Erlebnis, was Ren hatte. Soweit ich weiß, hat Ren noch quasi einen Anruf bekommen. Ich glaube sogar von Joe. Korrigiert mich da gerne in den Kommentaren. Ich habe es nicht mehr ganz so klar auf dem Schirm. Entschuldigt, ich bin immer noch ein ganz klein bisschen krank. Die letzten Nachzügler. Und er ist losgerannt, um Joe auf dieser Brücke irgendwie noch zu kriegen und ihn davon abzuhalten. So. Und er ist zu spät gekommen. Und sie haben halt Joe nie gefunden. Genau. So, das macht sehr viel. Und er hat sich viele, viele Vorwürfe gemacht. Und wenn er jetzt immer wieder diese Gespräche in sich hat, dann wird es vielleicht darum gehen, was hätte er anders machen können. Was waren Situationen vorher, die er vielleicht nicht ernst genug genommen hat, wo er nicht schnell genug reagiert hat, wo er anders hätte reagieren können. Und immer wieder dieses Durchgehen der Situation, was hätte ich sagen können, wie hätte er denn reagiert, was hätte das verändert. So. Aber auch die Gespräche danach. Ne? Viele, wenn sie jemanden Geliebtes verloren haben, bleiben in Gesprächen mit den Verbliebenen sozusagen, mit denen, die sie verlassen haben. Und führen Gespräche mit ihnen so, als wären sie noch da. Und vielleicht auf einer eher unschönen Art und Weise, vielleicht aber auch auf eine schöne Art und Weise, spricht Ren noch mit Joe. Damals wird es wahrscheinlich noch eher in Richtung, warum hast du das getan? Warum hast du mich hier allein gelassen? Und so weiter vielleicht gewesen sein. Vielleicht waren es aber auch Sachen, wo Ren sich schuldig gefühlt hat, weil er eben zu spät gekommen ist und die Stimmen vermeintlich von Joe ihm Vorwürfe gemacht hat. Was manchmal auch passieren kann. Was dann natürlich nichts damit zu tun hat, dass der eigentliche Joe ihm wirklich Vorwürfe gemacht hätte. So. Genau, aber das könnte gewesen sein. Genau. Und wenn er noch andere Menschen verloren hat, vielleicht sprechen die alle mit ihm. Oder sprechen auf ihn ein. So. Genau. Die Angst hat mich getauft. Mein Königreich zerfällt zu Staub. Ich kann meine Reichtümer sehen, wie sie rosten. So, und have I lost the Midas touch?
or do sad eyes blind me? Das ist tatsächlich eine gute Frage, ne? Weil nach so einem Ereignis sieht man erstmal nicht, dann ist man wie im Nebel. So, man ist nicht ganz da im Leben. Das ist so ein bisschen wie durch Nebel warten und alles ist irgendwie zwar da, aber man sieht es nicht richtig. Und man spürt die Freude nicht mehr, weil die Trauer und der Schock, die Ohnmacht so tief sitzen, dass man von seinen Gefühlen abgeschnitten ist. Also von den anderen Gefühlen. Dann kann man Menschen treffen, man unterhält sich mit ihnen, aber man ist wie abgeschnitten, steht neben sich, man ist nicht ganz da. Und dann kann man auch gar nicht mehr zu schätzen wissen, was man eigentlich noch hat. Man sieht nur das, was man verloren hat, was nicht mehr da ist. Und das ist genau diese Frage. Ne? Habe ich das alles verloren? Oder bin ich geblendet von meiner Traurigkeit, von diesem Nebel? Ja, ich würde es erstmal dabei belassen. Lasst uns weiterschauen. No, I can't breathe. I said, oh, I can't breathe. All I know is I forgot how to be me. Wir spulen gleich nochmal zurück. Am besten mache ich das jetzt, sonst vergesse ich das. So. Ich hatte vorhin noch vergessen, ne, über dieses Berge und Täler gehen. Und nicht zur Ruhe kommen. Das folgt ihm alles nach Hause. So. Es fühlt sich denn tatsächlich so an, ne, als würde man einfach nur die ganze Zeit sich irgendwie durchschleppen, irgendwie diesen Berg hochschleppen, nur um dann wieder im Tal anzukommen. Im tiefen Tal der Tränen sozusagen, ne, im übertragenen Sinne. Und er kann nicht mehr atmen, so, weil diese ganzen Emotionen ihn überspülen, weil er das Gefühl hat, er kommt nicht zur Ruhe, beziehungsweise in dem Moment, wo er zur Ruhe kommt, überspülen ihn diese ganzen Erinnerungen, die ganzen Gefühle von Traurigkeit, von Schuld, von Scham, was auch immer, so. Und, ja. Egal, was er macht. Es folgt ihm überall hin. Und er kommt nicht mehr zum Atmen. Er erstickt an seinen Gefühlen, an seinem Zustand. Und er hat vergessen, wie es ist, er zu sein oder wie er selbst sein kann. Und da kommt natürlich der Part mit hinzu, wenn du sowas erlebt hast, wenn dein bester Freund, der von Anfang an Ren geglaubt hat, sein größter Fan gewesen ist, von früh an, sich selbst das Leben nimmt, dann stirbt ein Teil mit diesem Freund von dir selbst. Dann ist nichts mehr wie vorher. So. Du bist nicht mehr wie vorher. Und es kann sein, dass wenn dieser Teil in dir mitstirbt, dass dann erstmal eine Leere entsteht und du nicht weißt, wie kann ich die füllen? Was so? Du spürst einfach nur die ganze Zeit, hast die ganze Zeit den Fokus auf dieser Leere. Oder es entsteht sogar ein neuer Teil, der diesen Platz ausfüllt und der für Leere steht.
der für Traurigkeit steht, der für Sinnlosigkeit und Ohnmacht vielleicht steht. Und der verhindert, dass du anderes überhaupt fühlen kannst. So. Und dann bleibt tatsächlich die Frage, wer bin ich jetzt? Ich kann nicht mehr so sein, wie ich vorher war. Es geht nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wie das gehen soll. Ich bin nicht mehr der Alte. Wer bin ich jetzt stattdessen und wie kann ich das sein? Wie kann ich so leben? Also wie funktioniert das? Ich muss erst mal lernen, wie ich mit meinem neuen Ich funktioniere, wie ich lebe, wie ich bin. Ich muss mich selber neu kennenlernen. Wenn ich es denn überhaupt will. Also ich muss auch erst mal an den Punkt kommen, wo ich mich so, wie ich jetzt bin, neu kennenlernen möchte. So. Genau, lasst uns weiter gucken. I don't feel safe in these halls. There are bruises on the walls. There are bodies in the floors, and they breathe so loudly. I wish I could move, get up and walk right out this tomb. Do our saviors die too soon? For my sins surround me. Over and over we go, over the hills and the valleys below. Oh, and it follows me, follows me, follows me, and it suffocates me. Mir fällt immer wieder auf, diese Verbindung, die die beiden beim Singen haben. Das ist Wahnsinn. Und ich glaube, ich weiß es nicht, aber auf mich macht es den Eindruck, als wäre Chinchilla in diesem Lied ein unglaublicher Halt für Ren. Dass er sich an ihr orientieren kann, sich an ihr festhalten kann, sie für ihn da ist, so eine stabile Komponente ist. So. Und ganz präsent für ihn auch ist, während sie gleichzeitig diese unglaublichen Gesänge, diese Töne von sich gibt, diese Tiefe mit rein gibt. Ich weiß gar nicht, ob Chinchilla auch was Ähnliches erlebt hat, ob sie auch einen Verlust hatte, dass sie mit dem Song auch eine Verbindung hat. Wenn ihr da mehr wisst, gebt mir gern was in die Kommentare. Und ansonsten, lasst uns noch mal kurz weiter gucken. Did our saviors die too soon? For my sins surround me. Da sind wir wieder beim Thema Schuld und Scham tatsächlich. Ne? Dieses, ich komme nicht daraus, mich die ganze Zeit schuldig zu fühlen, diese Sünden zu spüren. Dieses, wäre ich nur ein paar Minuten früher da gewesen, hätte ich ihn retten können. Hätte ich vorher anders reagiert, hätte ich vorher irgendwas anderes tun können und hab's vercheckt, war ich zu blind, war ich zu egoistisch. So, es ist meine Schuld, dass er gegangen ist. Und diese Scham, ne, darüber, dass es vielleicht seine Schuld gewesen sein könnte, wovon wir jetzt erstmal nicht ausgehen, aber das sind die Gedanken, die kommen. Ja. Dann die Scham gegenüber den Angehörigen, vielleicht den Eltern von Joe gegenüber, seinen Freunden gegenüber, den gemeinsamen Freunden. Und so wie ich aber Rens Freundeskreis kenne, waren die alle für ihn da und keiner hat ihm in irgendeiner Form eine Schuld gegeben, aber das ist für Menschen, die sowas erleben, dann erstmal völlig egal. Sie selbst haben die Schuld, tragen die Schuld in sich und schämen sich dafür. Und es gibt anscheinend nichts, was ihn davon befreien kann. Ne? Deswegen did our saviors die too soon.
Da ist niemand mehr, der mich vor diesen Gefühlen, vor dieser Schuld, vor dieser Scham rettet. So. Und es kann auch durchaus sein, ne, wenn die Zeit so vergeht und dann kommen so die ersten Momente, wo man so langsam wieder ins Leben findet und wieder mal was Positives vielleicht spürt, mal wieder Freude, mal wieder Lachen, dass dann die Schuld sofort wieder kommt von, oh Gott, wie kann ich jetzt glücklich sein? Wie kann ich denn jetzt hier einfach so lachen? Das geht doch nicht. Und sich dafür wieder schuldig zu fühlen und zu schämen. Ja. Lasst uns zu Ende gucken. I can't breathe. I said, oh, I can't breathe. All I know is I forgot how to be me. Hallelujah. Where is my God? Where are you? Hallelujah. Nothing is pulling me through. Hallelujah. When I don't know how to be. Hallelujah. I forgot how to be me. When he gave up the fight, a quick decision late in the night that stayed with me for all of my life. I miss you so. Ja. Dieser letzte Part, der nimmt mich immer mit. So. Zum einen, weil man kann den Schmerz so gut spüren. Man kann ihn raushören, man kann ihn fühlen. Selbst wenn, ne, also ich habe zum Glück noch keinen Verlust von so engen Menschen erlebt, Gott sei Dank. Ich hatte eine Phase, wo ich mich selbst sehr verloren habe und selbst ein Teil von mir selbst gestorben ist. In dem Sinne kann ich zu dem Teil einen Bezug aufbauen und das ist, glaube ich, auch das ist der Schmerz, den ich auch spüre. Das ist der Schmerz, den ich in mir spüren kann, ne? Weil das, was mich immer so trifft, der Schmerz von Ren, ne? Ich kann mich nur bis zu einem gewissen Grad hineinversetzen. Ich kenne seinen Schmerz nicht. Ich weiß nicht, wie es sich für ihn angefühlt hat. Ich kann mich nur auf meinen eigenen Schmerz beziehen oder auf mein eigenes Gedankenkonstrukt davon, wie es sich wohl für ihn angefühlt haben muss. Und das ist das, was mich so tief berührt. So, und mein Vergleich ist halt die Zeit, wo ich mich selbst so verloren habe. Selbst diese Leere gespürt habe. Und das ist das, was ich auf den Song projiziere. Das ist das, was wir machen. So, wir projizieren unsere eigenen Gefühle, unsere eigenen Erlebnisse, Erfahrungen auf das, was gesungen wird. Jeder kann sich in diesen Sachen wiederfinden auf seine ganz eigene Art und Weise. So, das gilt nicht nur für die Menschen, die jemand eng verloren haben. So. Auch Menschen, die selbst Suizidgedanken haben, ne? Was macht das mit denen, wenn sie sehen, wie jemand, der so eng befreundet war, dann im Nachhinein darunter leidet, ne? Was würde es mit ihren eigenen Freunden machen, wenn sie sich das Leben nehmen würden? Also dieses Lied kann ja auf so vielen Ebenen berühren. Aber lasst uns jetzt noch mal kurz zurückgehen. Das, was mich jedes Mal mitnimmt, ist dieses Where's my God, where are you? Und es ist ganz spannend, weil ich es jedes Mal ein bisschen anders höre. Entweder höre ich es als wo ist mein Gott, wo bist du? Also im Sinne von, wo bist du, Gott? Aber auch, wo ist mein Gott und wo bist du? Im Sinne von, wo bist du, Joe?
Und es kann beides bedeuten, ne? Und dieses Where is my God das ist so ein richtiges Schmerz nach außen, nach oben schreien. Ich brauche hier jemanden. So, ich brauche jemanden an meiner Seite. Wo bist du? Ich brauche hier dringend Hilfe. So. Weil nothing is pulling me through. Es gibt nichts mehr, was mich noch irgendwie durch das Leben zieht, was mich aufrechterhält, was mich weitermachen lässt. Ich vegetiere hier quasi nur noch irgendwie vor mich hin. Wo ist mein Sinn? Wo ist mein Glück? Wo ist das, was mir den Willen gibt, weiterzumachen? So. Ja. Im wörtlichen Sinne, ne? Ich wandere durchs finstere Tal. Wo ist mein Gott, der mir Licht schenkt, der mir den Weg zeigt, der mich rausbegleitet? Ja, so, das waren erstmal soweit meine Notizen. Wenn ihr selbst mit diesen Gefühlen zu kämpfen habt, wenn ihr selbst so einen Verlust erlebt habt, teilt es gerne in den Kommentaren. Ich werde mich auf jeden Fall dazu melden. Ich werde, ne, vielleicht ist auch die Community, die noch leider nicht so groß vorhanden ist, aber für euch da. Und ich werde aber auch nochmal in die Beschreibung ein paar Links reinpacken, an wen ihr euch auch wenden könnt, um euch Unterstützung zu suchen. Weil ihr müsst nicht alleine da durchgehen. Es gibt immer Hilfe. Und wenn es nur eine Gruppe ist von Selbstbetroffenen, mit denen man zusammen sich stützen kann, so, wo man sich wiederfinden kann, oder eben jemand Professionelles, der helfen kann, mit Trauer umzugehen, mit dem Verlust des eigenen Selbstes umzugehen, mit dieser Leere, dieser Sinnlosigkeit. So. Ja. Und jetzt auch nochmal hier zum Schluss. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, ich werde bestimmt noch mehr von Ren machen. Ich werde auf jeden Fall noch Sachen von Chinchilla machen. Es wird Sachen von NF geben. Und ich habe auch noch 1, 2 andere Künstler, die auf meiner Liste stehen. Genau, und ich freue mich darauf, es mit euch zu teilen. Und ja, wenn ihr da Bock drauf habt, dann subscribe bzw. abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns bald wieder. Macht es gut, passt auf euch auf.